Das ist echt einiges. Oh, hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Workshop-Video, was das Zubehör und die Features für Geos Schaltschränke angeht. Chris, ich brauche noch mehr. So, wir haben jetzt einige Zubehörteile für euch aussortiert und wollen euch jetzt den Einbau davon zeigen. Hierfür nehmen wir uns unser Geos Schaltschrank 3040, öffnen den schnell. Hier haben wir die Einbauplatte für den Zwischenrahmen im Isolierstoff. Dies gibt es auch als Variante in transparent. Diese wird einfach eingelegt in den Zwischenrahmen und mit den beigelegten Schrauben jeweils in den Ecken fixiert. Es gibt auch eine Einbauplatte für die Tür. Diese wird ebenfalls eingelegt und mit den beigelegten Schrauben fixiert. Gesetzt im Fall, man hat jetzt die Einbauten vorgenommen, möchte man ja auch so gut es geht die Installation verdecken. Die Anschlussleitung kann man sehr gut hinter dem Rahmen kaschieren und wir haben die Möglichkeit, in der kurzen Stirnseite für horizontal oder für quer Vorprägungen zu öffnen, wo wir Anschlussleitungen durchführen können. Dafür müssen wir Vorprägungen öffnen und mit einem Verschlussstopfen schließen, um die Anschlussleitung zu schützen. Nun zeigen wir euch unsere Innentür. Die Innentür für den Geos Schaltschrank dient dafür, den laienbedienbaren Bereich vom nicht laienbedienbaren Bereich abzugrenzen. Die Montage hiervon zeigt euch nun Steffen. Gut, schauen wir uns die Innentür einmal an. Im Lieferumfang enthalten sind die Innentür, die Montage, Installationsanweisung, Scharnierteile, den Drehriegel und die Befestigungsschrauben. Als erstes montieren wir unsere Scharniere und beim näheren Betrachten sieht man, dass es Inschriften gibt, die Top heißen. Und wenn man Top und Top zusammensteckt, hat man ganz schnell ein Scharnier montiert. Die lege ich mir erstmal zur Seite und montiere sie gleich in den Rahmen. Der Anlieferungszustand ist, dass der Drehriegel schon montiert ist. Das ist ganz einfach zu erklären, und zwar damit der Bolzen nicht herausfällt. Der Haltegriff ist zu montieren. Und jetzt muss ich mir im Klaren sein, welchen 90 Grad Schwenkbereich brauche ich denn? Schwenkbereich ist da. Mit der Gegenmutter zu kontern. Auch da findet ihr das richtige Drehmoment in der Montageanweisung. Hier seht ihr so eine Wölbung. Das besagt eigentlich nur, dass der Hebel den Drehbereich einen gewissen Anschlag aufweisen kann. So, auch hier mit dem richtigen Drehmoment anschließen und fertig ist schon mal der Drehriegel montiert. Als nächstes wollen wir die Tür verbauen über die Scharniere. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Scharniere zu montieren. Wichtig ist, es gibt hier so eine Art Rippen und Nuten. Beides muss übereinander passen, das zeige ich jetzt sofort. Ich entscheide mich jetzt für die Variante, dass ich als erstes die Scharniere im Zwischenrahmen montiere. Dafür klipse ich die Scharniere einfach nur ein. Und die eingeklipsten Scharniere verschraube ich nun fest. Bitte achtet auch hier auf das richtige Drehmoment. Ja, Scharniere sind drin. Meine Innentür kann ich nun sauber einlegen, justieren, passt und nur noch verschrauben. Um euch das einmal zu zeigen, so sieht die Innentür-Variante aus. Um unseren Geos-Schrank mit Schwenkhebel nun sicher abschließen zu können, zeigen wir euch die Schlossgarnitur. In der Schlossgarnitur ist einmal das Schloss enthalten
und die zugehörigen Schlüssel. Um das Schloss zu installieren, benötigen wir einfach einen Kreuzschlitz. Hierzu öffnen wir den Schwenkhebel, schrauben die vorinstallierte Schraube hinaus, bringen den Schließzylinder auf die gewünschte Stellung, führen das Schloss ein und fixieren es mit der eben entfernten Schraube. Nun ist unser Geos-Schrank abschließbar. Mit der Abdeckkappe gibt es ebenfalls die Möglichkeit, den Schrank zu blombieren. Weiter geht es mit der Installation unseres Türfeststellers. Hier haben wir im Lieferumfang einmal Einzelteile für den Türfeststeller, 2 Magneten und 2 Schrauben zur Fixierung. Außerdem natürlich unsere Montageanleitung. Als erstes fixieren wir die Magneten im Türfeststeller. Diese werden einfach eingeklipst, später gegen die Gehäuseinnenwand gedrückt, so dass sie nicht verloren gehen können. Je nach Positionierung des Türfeststellers wird der Riegel mit der Einbeugung zum Rahmen positioniert. Hierfür wird er in den Türfeststeller eingelegt und zugeklipst. Anschließend wird er in der Tür eingelegt und mit einem Holzschlitz festgeschraubt. Nun kommt das Gegenstück. Dieses positionieren wir im bereits vorgebohrten Rahmen, ebenfalls mit einer beigelegten Schraube. Nun, nach der Fixierung, haben wir genau 2 Möglichkeiten, um die Tür festzustellen. Des Weiteren, wenn wir die Tür komplett öffnen möchten, können wir den Ausstellstab in der Tür pausieren. Eine weitere Möglichkeit des fachgerechten Berührungsschutzes sind unsere Abdeckungsmodule, die es einmal geöffnet gibt für rein Einbaugeräte, einmal geschlossen für die Montage anderweitiger Geräte, zum Beispiel Befehlsmeldegeräte. Dafür haben wir auf der Rückseite in 25 mm Rastern schon Körnerpunkte vorangebracht, so dass es leichter ist für den jeweiligen Elektroinstallateur, seine Bedienelemente, Befehlsmeldegeräte einzubauen. Bei den größeren Geos-Schränken haben wir die Möglichkeit, von mehreren Teilungseinheiten aufzubauen. Da ist dann nur zu beachten, dass an den jeweiligen Ecken immer jeweils diese Ecken abzuklipsen sind. Ansonsten können diese Varianten ganz normal als Mittelteil verwendet werden. Um bei Wartungsarbeiten besser unterstützen zu können, bietet unsere Geos Schaltschrankserie auch ein integriertes Beleuchtungssystem an. Dieses Beleuchtungssystem besteht aus LED-Streifen und einem Kontaktschalter. Beides ist im Zubehör erhältlich und kann nachträglich montiert werden. Nachdem wir nun den Haufen an Zubehör in unsere Geos-Schränke eingebaut haben, haben wir Feierabend. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne noch unsere anderen Videos anschauen und wir sagen ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.